Nur noch 2 Kerzen brennen von 4. Mal sehen, ob ich es hinkriege, dieses Video zu drehen, bevor die letzten 2 Kerzen ausgehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so große Hoffnungen. Hallo, heute ist Samstag, der 1. Dezember 2018. Ich stelle schon manchmal komische Thesen, ja, das gebe ich zu, und manchmal stelle ich auch komische Fragen. Heute zum Beispiel ist das Thema des Videos: Wie geht's dir? Die wahrscheinlich am meisten gestellte und am wenigsten beantwortete Frage dieser Welt. Dicht gefolgt von der Frage: Wer bist du? Ja, und ich erzähle euch nichts Neues, dass dieser verbale Handshake unserer modernen Gesellschaft kaum eine Frage ist, sondern eher eine Floskel, auf die man auch nur eine bestimmte Auswahl von erlaubten Antwortfloskeln geben darf, wie zum Beispiel gut oder ach geht so oder auch muss ja, ne? Jede ehrliche und vielleicht auch ausführlichere Antwort auf diese Frage würde völlig gegen die gesellschaftliche Konvention verstoßen. Wir wollen eigentlich nicht wirklich wissen, wie es den anderen geht. Und die anderen wollen auch nicht wissen, wie es uns geht. Es ist sozusagen ein gegenseitiges, antrainiertes Desinteresse. Wenn du aber nur oft genug diese Frage hörst: Wie geht's dir? Dann springt dann irgendwann so ein innerer Zufallsgenerator an, der dann die erstbeste Antwortfloskel zutage fördert, die er gerade so finden kann, wie immer, weißt du doch, Unkraut vergeht nicht, nicht? Aber wenn ihr das oft genug gemacht habt, geht es euch dann irgendwie auch so, dass ihr inzwischen nicht mehr in der Lage seid, diese Frage überhaupt noch zu beantworten? Also ich meine, ich spreche jetzt wirklich davon, wenn ihr euch selbst fragt: Sag mal, wie geht's mir eigentlich gerade? Dann ploppt so die erstbeste Antwort aus eurem eigenen Zufallsgenerator auf. Boah, und bei dir? Diese Antwort schiebt ihr dann natürlich beiseite, die habt ihr ja erwartet, und dann wartet ihr auf eine richtige, ehrliche und ernsthafte Antwort. Und dann kommt nichts. Ich habe das jedenfalls verlernt. Schätze ich. Meistens versuche ich logisch an die ganze Sache heranzugehen und die Frage praktisch von unten aufzurollen. Also dann überlege ich mir: Ja, ich habe gerade keine Schmerzen, ich bin nicht krank, an mir funktioniert alles, ich habe genug zu essen, genug zu trinken, ein Dach über den Kopf, ich muss mich vor keiner Gefahr fürchten und ich lebe in einem der reichsten Länder der Erde, das mir zumindest eine gewisse Menschenwürde zuspricht und so weiter. Das heißt, es sprechen keine logischen Gründe dafür, dass es mir schlecht gehen sollte, also geht es mir gut. Und das ist dann meine innere Antwort auf die Frage: Wie geht's dir eigentlich? Hätte ich auch einen Zufallsgenerator anschmeißen können, ne? Das ganze Ding geht aber in die andere Richtung auch noch weiter. Weil wenn wir uns gegenseitig nur lange genug dazu erzogen haben, uns zwar immer schön um unser Wohlbefinden zu erkundigen, aber niemals eine ernsthafte Auskunft über unser Wohlbefinden zu geben und auch generell keinerlei Auskunft über unser Empfinden oder unser tiefstes Gefühlsleben nach außen zu tragen, dann ist es von da nur noch ein kleiner Weg bis zu der Erkenntnis, dass die anderen wahrscheinlich auch nichts fühlen. Und wer nichts fühlt, dessen Gefühle kann man ja irgendwie auch nicht verletzen, oder? Der ist ja praktisch unverwundbar in der Hinsicht. Da ist mir kürzlich nämlich mal wieder eine Erinnerung in den Sinn gekommen, die ist schon ganz alt. Damals war ich noch ganz klein, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ja. Und zwar so klein, dass ich damals noch dachte, dass meine Eltern so eine Art Halbgötter sind, die völlig unverwundbar sind. Weshalb ich auch gerne mal mit meinem Spielzeug so wild rumgefuchtelt habe und auch mal meinen Eltern oder irgendjemanden so an den Arm gehauen habe, und als Antwort kam immer nichts. Deswegen dachte ich: Ja gut, ne, die sind ja einfach unverwundbar, denen kann man ja gar nicht wehtun. Bis dann irgendwann eines fröhlichen oder traurigen Tages meine Mutter dann doch mal die Stimme erhob und mir bedeutete, dass ich ihr gerade wehtue. Und dann war ich viel versteinert, ich konnte es überhaupt gar nicht glauben, wie meiner Mutti wehtun, das geht überhaupt? Gut, jetzt muss man natürlich sagen, es war natürlich damals ein kleines, unterentwickeltes Kinderhirn, was das gedacht hat. Aber ich meine, inzwischen bin ich zwar in die Länge gewachsen, aber schaut mich an, ich kann mir nicht mal mehr die Frage beantworten, wie es mir überhaupt geht. Also ich bin jetzt nicht sonderlich viel weitergekommen in diesem Thema. Meine Inkompetenz hat sich praktisch nur von einem Problem in ein anderes verwandelt. Ich habe wahnsinnig viel Dreck auf der Brille, sehe ich gerade. Da muss man mal eine richtig helle Lampe anmachen, damit man sieht, was man eigentlich für einen Dreck auf der Brille hat. Wir erziehen uns sozusagen wechselseitig dazu, keinerlei Verwundbarkeit zu zeigen, so als ob wir alle unverwundbar wären. Ich spreche hier natürlich nur, falls jemand was Falsches denken sollte, immer von der psychologischen Ebene. Ja, also dass Menschen körperlich nicht unverwundbar sind, davon rede ich nicht, das ist ja sogar mir klar. Ja, also es geht schon um den verbalen Aspekt. Menschen können sich mit Worten gegenseitig verletzen, und wenn wir uns gegenseitig einfach immer vorgaukeln, wir wären unverwundbar, und wir denken das irgendwann auch noch, die anderen haben keine Gefühle, ich habe keine Gefühle, wo keine Gefühle da sind, kann ich auch keine Gefühle verletzen,
wo ich keine Gefühle verletzen kann, muss ich auch keine Rücksicht nehmen. Und da muss ich mir eben auch keine Mühe machen, mir zu überlegen, welche Wirkung meine Worte vielleicht auf eine andere Person haben könnten. Vielleicht bin ich hier auch wieder mal einfach überdramatisch, das kann durchaus sein, und oder vielleicht bin ich der Einzige, der solches Verhalten bei sich selbst beobachtet hat. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie euch das so geht. Aber ich beobachte bei mir schon, und das finde ich nicht gut, dass ich, wenn ich in queeren Kreisen unterwegs bin, deutlich sorgsamer meine Worte auswähle, weil ich da eben ständig Gefahr laufe, irgendjemanden zu verletzen oder irgendetwas zu triggern oder irgendwas, was ich nicht möchte. Allerdings außerhalb des queeren Kontextes achte ich nicht so sehr auf meine Worte. Ich rede hier übrigens nicht davon, dass ich Leuten richtig aggressiv gegenüber auftrete und sie anrempele oder wirklich bösartig zu ihnen bin. Davon spreche ich nicht. Ich bin schon auf einem niedrigeren Level der versehentlichen Aggression oder unbedachter Äußerungen, die einfach etwas Falsches zum Ausdruck bringen, als es von mir gewollt war. Auf so einer Ebene spreche ich. Aber trotz allem, wenn alle so handeln, also einfach so frisch, ohne nachzudenken, drauf losplappern, provozieren und sich gegenseitig zu nahe treten, und wir denken eben, wir könnten die anderen Menschen nicht verletzen, dann tun wir aber eben genau das. Und zwar die ganze Zeit. Wir verärgern die anderen, treten ihnen auf den Schlips oder treten ihnen zu nahe oder sonst irgendwas. Und da die gesellschaftliche Konvention ja von uns erwartet, dass wir eben keine Verwundbarkeit zeigen, geben die anderen eben auch kein Trefferfeedback und geben mir zu verstehen, hey, das war gerade echt blöd, was du da gesagt hast. Ja, und ich merke das dann am Ende noch nicht mal, dass ich gerade jemanden verletzt habe. Aber ich kann mir dann sicher sein, bei der nächstbesten Gelegenheit werde ich dann eine verbale Watsche abbekommen, praktisch so als Dankeschön für die letzte Äußerung. Und dann werde ich mir wiederum denken, was war denn das jetzt gerade? Was hat der eigentlich für ein Problem? Was ist das für ein Arsch? Das ist also die eine Sache, dass wir einfach uns gegenseitig nur noch so verbale Grätschen verpassen und keiner mal mit der Faust auf den Tisch haut und mal klärt, was nun eigentlich das Problem ist, um es in der Zukunft zu vermeiden. Sondern alle sind nur noch so in so einem Grundlevel der leichten Angepisstheit. Ja, und dann kann man irgendwie überhaupt nicht mehr miteinander vernünftig und in einer versöhnlichen Weise miteinander umgehen. So, die andere Sache ist aber noch, davon bin ich tatsächlich schon überzeugt, dass wir auf dem Weg dahin sind. Wir verlernen, für uns selbst einzustehen und uns zu verteidigen. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber lass mich erklären. Also wenn jemand keine Emotionen nach außen zeigen darf, dann frisst er jeden Treffer, den er bekommt, also verbalen Treffer, ja, einfach in sich rein. Wenn ich aber keinerlei Reaktion auf irgendeine Aggression zeige, dann tue ich auch nichts, um diese Aggression, die ich gerade erlitten habe, zukünftig zu vermeiden. Ich tue also nichts, um mich selbst gegen diese Angriffe zu schützen, außer eben ab und zu mal wieder dagegen zu feuern. Das heißt, lieber lässt man sich weiter einfach von dem Kind mit dem Spielzeug verprügeln, anstatt mal zu sagen, so Schluss jetzt, du tust mir weh, hör bitte auf damit. Das ist auch eine Frage des Selbstrespektes und des für sich selbst Einstehens, dass man nicht einfach jede Schelte so in sich reinfrisst und einfach so hinnehmen muss, sondern dass man auch das Recht erheben darf, für sich selbst einzustehen und sich bestimmte Angriffe einfach zu verbitten. Weil sowas gibt es nicht. Ich könnte an der Stelle sogar den Faden noch weiter spinnen, aber das soll es für heute mal gewesen sein. Ich will euch ja keine Klingel ans Bein labern. Zur Erinnerung, es ging eingangs um die Frage, wie geht's dir? Dass wir diese Frage im Prinzip gar nicht mehr ernst nehmen, weder bei uns noch bei anderen, und was daraus so für Konsequenzen entstehen. Drum hier ein paar Vorschläge von mir an dieser Stelle an euch. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr tatsächlich gar nicht daran interessiert seid, wie es eurem Gesprächspartner geht, dann stellt diese Frage doch auch einfach nicht mehr. Sagt einfach Hallo und dann kommt zur Sache, worüber wollt ihr sprechen. Und wenn jemand anderes euch diese Frage stellt und ihr enttarnt sie aber auch nur als Floskel, dann beantwortet die Frage auch tatsächlich gar nicht. Beantwortet stattdessen eine ganz andere Frage. Zum Beispiel, wenn ihr so im Arbeitskontext miteinander zu tun habt, dann beantwortet stattdessen die Frage, und wie läuft das Projekt so? Oder wenn ihr so privat miteinander zu tun habt, dann beantwortet die Frage, und was machst du zurzeit so? Klingt blöd, aber das funktioniert tatsächlich. Die Leute sind so wenig daran interessiert, an der Antwort auf ihre Frage, wie geht's dir, dass sie das noch nicht mal merken, dass eure Antwort gar nicht zu ihrer Frage gepasst hat. Also ich mache das selbst tatsächlich schon im Arbeitskontext ständig und es fällt niemandem auf. Funktioniert prima. Wenn ihr aber tatsächlich euch mit jemandem unterhaltet und ihr wollt wirklich ganz ernsthaft wissen, wie geht's dir, dann stellt stattdessen eine andere Frage. Zum Beispiel, was hast denn du so Schönes erlebt am Wochenende oder worauf freust du dich gerade am meisten? Das ist dann eine Frage,
Da können die Leute nicht einfach so ihren Zufallsgenerator anwerfen und die erstbeste Antwort, die ihnen so in den Sinn kommt, antworten. Ach, schlechten Menschen geht's immer gut. Sondern da müssen sie tatsächlich nachdenken und ja, ernsthaft, vielleicht hoffentlich ehrlich antworten. Gut, ja, dann das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Ich hoffe, das war nicht zu wirr und ihr konntet mir folgen. Und habt ihr vielleicht Ähnliches bei euch auch schon beobachtet oder weiß ich nicht, bin ich vielleicht auch wieder der Einzige, dem es so geht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und was ist eure Lieblingsantwort und was ist eure Hassfloskel auf die Frage, wie geht's dir? Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch höfliche, vorweihnachtliche Grüße zum ersten Adventmorgen. Ja, genau. Euer Kater Schnurz, das fehlte noch. Ich bin heute etwas verwirrt. Ja. Die Kerze brennt noch. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Video zu drehen, bevor die letzte Kerze ausgeht. Ja, ich habe es geschafft. Gefühle zuzugestehen. Hä? Das steht überhaupt nicht hier. Wie komme ich denn darauf?